Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich mal den Prototypen für eine Ablaufrinne aus Beton bauen und ich denke, das könnte auch für den einen oder anderen Häuslebauer von euch interessant sein. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich auf die Projektidee komme, ganz einfach. Ich habe einen Bekannten, der baut sich aktuell selbst eine Industriehalle für seine Holzmanufaktur und da hat er vorne einen ziemlich großen Stellplatz, der dann auch entwässert werden muss. Und ja, er braucht Entwässerungsrinnen, die stabil sind und die man auch mit schwerem Gerät, also mit schweren Maschinen befahren kann. Die Ablaufrinnen möchte er aus Beton bauen, am besten selbst, und da hat er mir mal Bilder gezeigt, wie er sich das optisch vorstellt, und dann haben wir uns mal Gedanken gemacht, wie man sowas umsetzen kann. Wenn es nur 3 oder 4 Meter wären, würde ich sagen, kann man sich da Fertigelemente kaufen, aber er hat halt nicht 3 oder 4 Meter, sondern 30 Meter, und da haben wir mal ausgerechnet, was das Ganze kosten wird, wenn er sich die Fertigelemente aus Beton kauft und die Verbindungsmuffen, da wären wir bei dieser Länge bei ca. 3.500 €. Und ich denke, mit der eigenen Schalung kriegt man das deutlich günstiger hin. Und zwar deutlich günstiger. Also meine Berechnungen liegen jetzt beim Material bei ca. 400 €. Dann fangen wir auch gleich mit der Schalung an. Da verwende ich hier so alte Spanplatten. Ja, die sind vollkommen ausreichend. Das wird jetzt auch nur eine Schalung für einen Prototyp. Also wenn ich jetzt eine Schalung bauen würde, die ich öfter verwenden will, dann würde ich Siebdruckerplatten nehmen. Die sind nämlich deutlich widerstandsfähiger, aber natürlich auch deutlich teurer. Das Holz für die Schalung habe ich jetzt schon mal soweit vorbereitet. Ich habe geplant, dass ich in die Rinne hier so ein 110er KG-Rohr mit einbetonieren werde. Ja, dadurch spare ich mir dann nämlich 2 Gummimuffen, die ich bräuchte. Und die Gummimuffen, die sind das eigentlich teure an diesen fertigen Ablaufrinnen. Da kosten nämlich 2 Stück um die 70 €. Und so ein KG-Rohr hier, ja, kriegt man schon für 5 €. Also das ist schon mal eine erhebliche Ersparnis, würde ich sagen. Um das KG-Rohr in der Schalung montieren zu können, brauche ich jetzt hier erstmal den Durchmesser. Und dann können wir uns das Ganze mit dem Kreisschneider ausschneiden. So, soweit so gut. Dann schauen wir auch mal, ob es passt. Ja, das passt soweit. Ja, 1 Millimeter hätte es vielleicht kleiner sein können, aber das dichten wir nachher mit Silikon ab, kein Problem. Das ist gut. Den Ausschnitt schauen wir uns dann mittig auf die andere Platte und dann können wir die Schalung schon zusammenbauen. Im KG-Rohr brauchen wir jetzt natürlich auch noch Schlitze, dass später das Wasser ablaufen kann. Ja, und die habe ich mir hier auf der Oberfläche schon mal angezeichnet. Die muss ich jetzt noch irgendwie sauber ausschneiden. Naja, ich probiere es jetzt mal mit dem Akkuschrauber und der Stichsäge. So, die Feinheiten habe ich jetzt hier mal noch ein bisschen mit der Feile nachbearbeitet und jetzt sieht das Ganze schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen nur noch die Aussparungen passen. Für die Aussparung verwende ich solche Streifen aus Styrodur und die werden jetzt hier einfach so eingesetzt. Ja, die passen optimal. Dass das Wasser dann später auf der Oberfläche auch in die Rillen läuft, habe ich mir hier jetzt noch aus Kunststoff solche Aussparungen geschnitten. Ja, da kann man theoretisch alles dazu verwenden. Ich habe jetzt kein so dünnes Holzblattmaterial da gehabt, deswegen habe ich da so altes Acrylglas verwendet. Und das habe ich mir mit der Tischkreissäge so leicht angeschrägt zugeschnitten. Das wird jetzt dann auf den Boden geklebt von der Schalung und dann können wir alles montieren. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da genau gearbeitet habe, weil das muss jetzt alles auf 1 Millimeter genau passen. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt passt. Jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit. Drückt mir die Daumen. Also Leute, ich kann es ja selbst kaum glauben, aber das passt wie angegossen. Unglaublich.
Präzisionsarbeit. Nein. Bevor ich die Schalung jetzt montiere, trage ich hier mal noch ein Trennmittel auf, weil da komme ich ja später dann nicht mehr ran. Ja, damit wäre die Schalung dann auch fertig. Dann können wir mit dem Betonieren weitermachen. Zum Betonieren verwendet man hier den günstigsten Betonestrich aus dem Baumarkt. Der ist dafür vollkommen ausreichend. Zur Armierung gebe ich dann noch ein paar Glasfasern dazu und dass sich der Beton besser verdichten lässt, hier noch ein Fließmittel. Den Beton habe ich dann gegossen, in der Schalungsform noch ein bisschen verdichtet und dann war erst wieder mal Warten angesagt. Am nächsten Tag habe ich dann mit dem Ausschalen begonnen. Ja, das ist und bleibt einfach der spannendste Moment bei der Arbeit mit Beton und da freue ich mich jedes Mal wieder drauf. Die Freude bleibt natürlich nur dann bestehen, wenn es auch was geworden ist, aber in dem Fall muss ich sagen, ja, bin ich echt zufrieden mit dem Ergebnis. Zur einfachen Entfernung der Styrodur-Aussparung hier zeige ich euch mal noch einen kleinen Trick. Das geht nämlich ganz einfach mit Verdünnung. Die Kanten kann man dann noch mit ganz normalem Schleifpapier wegen nacharbeiten, dass alles sauber aussieht. Und dann ist sie schon fertig. Die Ablaufweise für 10 Euro anstatt für 150 Euro. Die einzelnen Meterstücke hier lassen sich jetzt dann ganz einfach aneinander setzen. Also dieses Stück passt dann genau in die Dichtung am anderen Ende und so kann man sich dann eben seine Rinne, je nachdem was man für eine Länge benötigt, selber bauen. Ja, wenn man die Teile hier in unterschiedlichen Größen braucht, das ist natürlich auch überhaupt kein Problem. Das kann man ja von der Länge her entsprechend anpassen. Noch als kurze Erklärung für diejenigen von euch, die nicht wissen, wie so eine Rinne eingebaut wird. Das ist eigentlich ganz einfach. Das Betonelement wird einfach ebenerdig mit dem Pflaster verlegt. Dann kann das Wasser hier in die Rillen laufen und dann durchs Rohr weg. Und mehr ist es nicht. Und das Ganze ist natürlich optisch auch ziemlich unauffällig, weil man kein großes Gitterrost über die gesamte Länge hat, sondern nur die kleinen Einlaufschlitze. Und ja, stabil ist es natürlich auch. Und wie ihr jetzt gesehen habt, lässt sich damit natürlich dann auch einen Haufen Geld sparen. Also ja, wenn man natürlich bereit ist, den Arbeitsaufwand auf sich zu nehmen, das ist Voraussetzung. Und ich sag mal, im Fall von meinem Bekannten wären das jetzt mehr als 3.000 Euro, die er einsparen könnte. Und dafür kann man sich schon mal eine Woche hinstellen und kann hier die Fertigelemente dann selber gießen. Muss natürlich jeder selber für sich entscheiden. Ja, viel mehr gibt es zu dem Thema eigentlich auch nicht zu sagen. Für heute sind wir wieder durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, dass ihr wieder irgendwas mitnehmen konntet. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder so habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und jetzt schaut am besten noch ein paar weitere Videos von mir an, unterstützt dadurch den Kanal und schaltet in der nächsten Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.